Wir sind live auf der Drupa. Mein Name ist Sandra Wagner. Ich bin Vice Präsident Digitalisierung bei König und Bauer. Und ich freue mich heute sehr, dass ich Herrn Holger Schürmann von Siemens hier habe. Herr Schürmann, vielleicht erzählen Sie mal, was genau Sie bei Siemens machen. Ja, prima, Frau Wagner. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier heute Morgen mit Ihnen zusammensitzen darf, dass wir ein bisschen über das Thema Innovation, Digitalisierung sprechen können. Mein Name ist Holger Schürmann. Ich bin bei Siemens im Bereich der Factory Automation tätig und bin dort Vice President for Business Development. Das heißt, wir sind für das globale Business Development, für die Automatisierung der Maschinen in der Druckbranche, in der Verpackungsbranche und in mechatronischen Elementen zuständig. Und das ist mein Verantwortungsbereich. Passt jetzt auch perfekt zu meiner nächsten Frage, weil, wie Sie ja gerade gesagt haben, Sie sind in so vielen Industrien unterwegs. Was für Trends sehen Sie gerade, besonders im Manufacturing-Bereich, was da kommt in den nächsten Jahren? Weil Siemens ist ja nun ein Technologieanbieter, der vielfältig unterwegs ist. Und da sind wir natürlich immer gespannt, sind wir da auf dem richtigen Track, aber auch, was kommt denn da auf uns zu? Ja, sehr gerne. Ja, grundsätzlich kann ich sagen, dass der Maschinenbau und ich glaube die Druckbranche insbesondere in einem sehr, sehr starken Umbruch momentan ist. Sag mal, wenn man die letzten Jahre ansieht, gerade im Druckbereich, sehen wir natürlich eine extreme Verschiebung weg vom Zeitungsdruck hin zu Flexo, hin zu Offset. Gerade das Thema Green oder Sustainability treibt uns da sehr, sehr stark um. Dazu kommt noch, dass in Summe, sage ich mal, die Innovationszyklen immer kürzer werden. Das heißt, das ist die Herausforderung für Sie als Maschinenbauer. Damit einhergehend müssen Sie Ihre Entwicklungszeiten verkürzen. Und was ein ganz, ganz großes Problem, das kriegen wir von vielen, vielen unserer Kunden mitgeteilt, ist natürlich das Thema Fachkräftemangel. Fachkräftemangel nicht nur, sage ich mal, im Maschinenbau, die entsprechenden Ingenieure entsprechend zu bekommen, sondern vor allen Dingen auch bei den Endkunden auf der App-Operator-Seite. Und das sind Riesenherausforderungen, die natürlich auch ein Umdenken im Maschinenbau an der Stelle forcieren. Das bedeutet, wie kann ich meine Maschinen einfacher machen, ein schnelleres Time-to-Market bringen. Und das sind natürlich Themen, die wir mit unseren Technologien in der Automation, woher wir traditionell von Siemens kommen, sehr, sehr stark und über die letzten Jahre das Thema Digitalisierung, Software noch sehr, sehr stark verknüpft haben, sodass wir eigentlich, sagen wir mal, wir nennen es Seamless Integration of the Real and Digital World an der Stelle treiben. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, was uns beiden jetzt auch in der Partnerschaft hier verbindet. Das ist mein Stichwort sozusagen. Ja. Also all die Themen, die Sie gerade genannt haben, die beschäftigen uns ja auch. Und wir haben ja eine gemeinsame, ich sag mal, Kooperation. Vielleicht mögen Sie einen kurzen Einblick geben, wie das so ein bisschen zustande gekommen ist, was unsere gemeinsame Vision ist. Und ich würde dann vielleicht noch ein bisschen von unserer Kundenseite ergänzen. Aber ich glaube, das gibt einen guten Einblick in die Zuschauer und Zuhörer, was unsere beiden Companies und wir beide zusammen so machen. Genau, ja. Genau. Nee, prima, sehr gerne. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin gesagt, wir kommen klassischerweise, sagen wir, aus der Automatisierung der Maschine, von Motoren, Antriebstechnik, der PLCs, Motion Control, sagen wir, zum HMI hin. Aber das sind natürlich Themen, die sind mittlerweile Commodity, die kann jeder. Und die Frage ist, sagen wir mal, what comes next? Und wir adressieren an der Stelle den gesamten Maschinenlebenszyklus. Das heißt, vom Design der Maschine, sprich, was an der Stelle hier beim König und Bauer passiert, bis hin zu den Operations, sprich, was beim Endkunden passiert. Und das, was ich sagte, sagen wir, das Zusammenfügen der Welten der Automatisierung und der Digitalisierung, das ist natürlich eine Vision, die wir seit über 10 Jahren treiben und die so langsam im Maschinenbau ankommt. Und darum freuen wir uns eigentlich im Besonderen, dass wir da eine sehr, sehr hohe Überdeckung haben, weil das genau die Werte, die Ziele auch sind, die ein König und Bauer vorgegeben hat, zu sagen, da wollen Sie an der Stelle hin. Und darum freuen wir uns natürlich, dass wir Teil dieser Partnerschaft sein dürfen und diese Reise mitgestalten dürfen. Da freuen wir uns auch sehr, weil Sie sind sozusagen, Ihre Technologie ist mein Enabler für weitere Produkte. Wir haben hier auf der Drupa ja auch ein Exponat zusammen ausgestellt. Und wenn man es jetzt mal von unseren Kunden betrachtet, was können unsere Kunden in der Zukunft von uns, ich sag mal, gemeinsam und von König und Bauer im Spezifischen erwarten? Wir denken tatsächlich über Dinge nach, wie wir digitale Zwillinge sehr einfach zur Verfügung stellen können, wie wir virtuelle Inbetriebnahmen möglich machen, wie wir Parameter, Konfigurationen sehr einfach auf Maschinen laden können. Und das sind genau, ich sag mal, die Themen, wo unsere beiden Entwicklungsteams zusammenkommen und sich auch Gedanken darüber machen, wo muss da die Reise hingehen, mit all der Agilität, die da auch notwendig sein wird, weil wir wissen alle, gerade im Digitalisierungsbereich, was Daten, KI, andere Themen betrifft, da ist halt die Entwicklungsgeschwindigkeit sehr, sehr hoch. Das zahlt, glaube ich, auch sehr schön auf das Thema ein, was Sie vorhin genannt haben, dass insbesondere im Manufacturing-Bereich der generelle Entwicklungszyklus einfach verkürzt ist, weil Go-to-Market einfach schneller erreicht werden muss. Von daher denke ich, ist das schon mal ein guter Ausblick auch für unsere Kunden, was da zu erwarten ist. So ein bisschen meine letzte Frage.
Jetzt haben wir ja so über, wo geht die Reise hin, was machen wir, was ist unser gemeinsames Projekt und auch so in Richtung der Digitalisierung. Haben Sie ein paar Tipps für uns, was wir vielleicht noch besser machen können? Ein paar Tipps. Also ich glaube, in der Partnerschaft hat sich gezeigt, dass König & Bauer sehr, sehr innovativ unterwegs ist und ich sage mal, eine sehr, sehr große Resonanz haben von den Themen, wo wir denken, das ist der richtige Weg und den Sie an der Stelle haben. Ich glaube, was ich sage mal, Ihre Anforderung von Anfang an war und wenn man mal kurz auf das Thema digitaler Zwilling zu sprechen kommt, es ist ja viel, viel mehr als eine Dynamisierung von CAD-Daten und ich glaube, das hat König & Bauer sehr, sehr gut verstanden, zu sagen, wir wollen im Grunde genommen nicht nur eine Dynamisierung von CAD-Daten haben, sondern wir wollen die digitalen Zwillinge mit einer Daten-Backbone über den gesamten Lebenszyklus der Maschine halt nutzen. Sprich, vom Design der Maschine, sage ich mal, das Verhaltensmodell abzuleiten, während des Entwicklungsprozesses bereits modulare Komponenten zu haben, um die Automatisierung, sage ich mal, während des Entwicklungsprozesses bereits zu generieren, um am Ende das Thema Time to Market, sprich Kundennutzen auch für Ihre Kunden an der Stelle zu generieren. Und das finde ich, wie gesagt, ganz, ganz toll. Das kombiniert, ich sage, mit den eigenen Entwicklungen und Themen, die Sie an der Stelle treiben im Umfeld KI, sprich, wie kann ich Sie mal die Echtzeitdaten der Maschine zu jeder Zeit in die Cloud entsprechend von König & Bauer bringen und dadurch Predictive Maintenance, all die Themen halt ableiten, die am Ende einen großen Kundenmehrwert an der Stelle bringen. Was soll ich sagen? Ich glaube, wir sind gut gerüstet für die Zukunft. Vielen Dank, Herr Schürmann. Vielen Dank, Frau Wagner. Und weiter geht's, würde ich sagen. Genau, Danke. klasse.